Es ist an der Zeit für alle friedliebenden Menschen rund um die Welt, nicht weiter in einem Zustand der Verleugnung zu leben. Die chinesische Art der Internetzensur und alles darüber hinaus werden nun vollkommen offen und taktweise auf die ganze Welt eingeführt. Wir hatten Sunstein, der verantwortlich für die Regierung im Weißen Haus, der sagte, dass zukünftig alle Verschwörungstheorien aus dem Netz verbannt würden und jeder, der eine Webseite betreiben möchte, eine entsprechende Lizenz dafür erwerben müsse. Die italienische Regierung hat diese Forderungen bereits umgesetzt. Die australische Regierung ist gerade dabei, diese Dinge zu implementieren, indem sie Netzfilter benutzt, um Webseiten wie WikiLeaks unzugänglich zu machen. Große Internetzugangsanbieter haben beispielsweise bereits die Seiten von Infowars.com oder prisonplanet.com, meine Seiten aus dem Netz gebannt. Es ist unglaublich. Die Öffentlichkeit weiß nicht besonders viel über die technischen Anforderungen, die hierfür eingesetzt werden. Zum Beispiel haben viele neuseeländische Medien darüber berichtet. Ich selbst bekam hunderte von E-Mails von Leuten aus Australien und Neuseeland und die sagten, dass die meisten großen Internetprovider die beiden Seiten Infowars.com wie auch prisonplanet.com blockieren würden. Und dann bekam ich E-Mails, aus denen hervorging, oh, einen kleinen Moment mal, ich lebe in Australien oder Neuseeland, kann die beiden Seiten aber immer noch einstellen. Ja, das mag richtig sein, über ihre eigenen Provider. Aber einige der größten haben uns geblockt und es gab öffentliche Kommentare seitens dieser Provider, aus denen hervorging, dass sie uns in der Tat blockieren würden. Diese Kommentare verursachten einen öffentlichen Aufschrei, so dass man uns wieder freischaltete. Die australische Regierung merkt dazu an, dass sie jeden auf ihre Liste setzen werde, den sie darauf sehen wolle. Und niemand legt eine Beschwerde ein. Kein Richter, keine Jury, es gibt nicht einmal einen Prozess. Aber ihre Seite verschwindet auf einmal vom Netz. Auch australische Webseiten sind aus dem Netz verbannt worden. Sie machen den Leuten nun die Auflage, sich registrieren zu lassen, um überhaupt eine politische Webseite betreiben zu können. Und diese Dinge werden selbst in den Medien angesprochen. Das passiert tatsächlich. Vor 2 Wochen verkündete Bill Gates öffentlich, dass er China in Bezug auf die Zensurvorschriften des Landes unterstütze. Und China nutzt hauptsächlich Webfiltersysteme. Sogar noch missbräuchlicher und drakonischer haben wir in den USA verschiedene Strategievorsteller bei Firmen wie Microsoft und anderen, die in Davos und UN-Treffen dabei sind und die mit den Verantwortlichen bei der UN übereinstimmen und sagen, dass sie es von allen Amerikanern, Briten und Kanadiern sehen wollen, dass sie sich über eine eigene Net-ID, bevorzugt ist dabei der Einsatz biometrischer Daten, im Internet anmelden. Man beabsichtigt ganz offensichtlich die Einführung solcher Dinge. Und on top verabschiedet man in den USA ein Sicherheitsgesetz für das Internet, welches das Repräsentantenhaus mit großer Mehrheit und nur wenigen Gegenstimmen neulich passiert hat. Dieses Gesetz befindet sich jetzt auf dem Weg in den Senat. Ich würde allen Leuten dazu raten, dieses Gesetz einmal selbst zu lesen. Es verpflichtet Highschool-Besucher und Studenten, dem Heimatschutzministerium beizutreten. Das Pentagon hat zugegeben, dass es momentan Zehntausende von Bloggern rekrutiere, um Falschinformationen in US-Blogs zu begegnen. Es gab einen Luftwaffenoffiziellen, der neulich darüber sprach, amerikanische Journalisten im Land zu töten. Sogar der kleinste IT-Internetanbieter wird die entsprechende Software der Regierung auf seinen Internet-Hubs implementieren müssen, wodurch alles aufgezeichnet und kontrolliert wird durch die Regierung. Dieser Index von Tausenden von Webseiten, die aus dem Netz verbannt wurden, muss auf der lokalen Ebene der Zugangsanbieter installiert werden, was selbst für Kleinstädte gilt. Von dieser schwarzen Liste, wir sind mit Infowars.com und prisonplanet.com dabei, sind uns im ganzen Lande, in ganz Europa, wahrscheinlich in vielen anderen Teilen der Welt, zahllose Screenshots gesendet worden, von Cox Communications, Time Warner und sogar ISPs in England. Wir haben Artikel veröffentlicht, die zu bestimmten Kommentaren verlinkt wurden, die uns bereits vor 4 Jahren ihre Einwände gegen diese Art der Informationen mitteilen. In 4 großen Bereichen wird die Flagge gehisst. Dazu gehören Porno, Hasspredigten, alle Art von Suchtspielen oder illegale Aktivitäten. Normalerweise nutzen sie Hass, um uns zu klassifizieren. Sogar wenn sie sagen, dass das, was wir denken, von Hass erfüllt ist, sollte es nicht dennoch eine Art freier Rede geben, basierend auf freien Entscheidungen, um die Seiten von Infowars.com oder prisonplanet.com anzusurfen? Die Wahrheit ist, dass wir einige der am meist zensierten Seiten der Welt aufweisen, weil diese Seiten effektiv sind und sie Dinge ansprechen, die Leute beschäftigen. Und so sind es nicht nur Universitäten, Strafverfolgungsbehörden und öffentliche Schulen und Großkonzerne, die uns nun zensieren. Wir haben bei prisonplanet.com eine Liste erhalten in einem Artikel, den Paul Watson mit dem Titel Beängstigend, Geschmack auf eine Internetzensur, führende Freidenker-Webseite geblockt geschrieben hat. In Watsons Artikel gibt es Links, die darauf hinweisen, dass große Übertragungshubs in der EU und England, die angeblich ein frei nutzbares Internet garantieren, für dessen Aufbau die Steuerzahler aufgekommen sind, unsere beiden Seiten Infowars.com und prisonplanet.com geblockt haben.
So, wir sind also auf betrügerische Weise in diese entsprechenden Datenbanken eingespeist worden, um geblockt zu werden. Sie sollten sich das nicht gefallen lassen. Sie sollten sich darüber beschweren. Sie sollten Nein dazu sagen und Ihren ISP anrufen, um ihm mitzuteilen, dass Sie den Anbieter wechseln werden, wenn das weitergeht. Denn wenn wir Nutzer diese stufenweise Implementierung einer Internetzensur nach chinesischem Muster erlauben, wird das unsere gesamte Gesellschaft offensichtlich schädigen. Jedes Mal, wenn Sie den Versuch starten, das Internet stufenweise zu zensieren, müssen wir dagegen aufstehen, um Nein zu sagen. Wir müssen uns erheben gegen das Times Magazine, die New York Times und unzählige weitere Mainstream-Medien, die sich in ihren Berichten im letzten Monat für die Einführung einer Net-ID ausgesprochen haben, die es erst ermöglichen soll, online zu gehen. Sie haben sich für Internetsteuern wie auch Steuern und Zensur in Bezug auf Diskussionssendungen im Radio ausgesprochen, weil sie das Internet ganz einfach nicht ignorieren können und die Desinformation des Pentagon aufzufliegen drohen. Sie haben das alles schon einmal gemacht, aber es funktioniert nicht. Nun haben sie vor, alles stufenweise lahmzulegen, um das Internet 2.0 zu schaffen und es nach eigener Aussage in einen sicheren Raum umzugestalten, wie Vertreter der Vereinten Nationen oder auch Vorstände von Microsoft sagten. Es geht um das alte Internet. Wenn man sich einmal das Protokoll des neulich stattgefundenen UNIC-Treffens durchliest, steht fest, dass jeder dazu gezwungen werden soll, sich an das neue Internet 2 anzupassen. Man wird eine Subdomain bei einem der großen Datentransporteure haben, die einen einfach abschalten können, wann immer sie wollen. Auch soll das alte Web stufenweise abgeschaltet werden, um die neue Internetgesetzgebung zu intronisieren, die unter anderem das Recht auf freie Meinungsäußerung einschränken wird. In Worten des Weißen Hauses, den Worten von Barack Obama, hatten sie mitgeteilt, dass dies ein dekorierter Krieg gegen die freie Meinungsäußerung sei, wenn sie das Web transformieren, um es zu retten, während sie selbst einige Netzattacken initiierten, um ihren Wünschen Nachdruck zu verleihen. Man hat zudem mitgeteilt, dass das Pentagon darüber die Kontrolle übernehmen werde. Sie bauen gerade gigantische Pentagon-NSA-Netzbastionen überall im Lande, um die Zugangsanbieter dazu zu zwingen, Daten in ihr Netz einzuspeisen. Man hat ein riesiges Netzwerk außerhalb des derzeit bestehenden Internets aufgebaut, in das man jedermann hineinzwängen möchte. Und das passiert tatsächlich. Ich verfolge die Ausführungen der Experten wie auch ihre Diskussionen darüber. Auch CNET News hat es aufgedeckt. Dort hieß es im April des letzten Jahres, also fast ein Jahr her, Martha Jones, sollte Obama das Internet kontrollieren? Es geht um ein neues Gesetz, das die Regierung dazu autorisieren soll, die Übermittlung privater Daten wie auch den Internetverkehr an sich zu kontrollieren. Das Times Magazine spricht sich in Berichten für die Planung einer Lizenzierung aus. Weiter heißt es der Tod des Internets. Zensurgesetze in UK und Australien. Die USA planen nicht wünschenswerte Webseiten zu blockieren, aber ihr Hauptziel scheint WikiLeaks zu sein. Die Seite wird überall gebannt, da sie über die Korruption in den Regierungsapparaten berichtet. Weiter heißt es, Obamas Verantwortlicher für die Informationspolitik ruft zur Bekämpfung der freien Rede auf. Und ich habe hier einige Zitate vorliegen, die Cass Sunstein vor etwa 1,5 Jahren tätigte. Dort heißt es, dass die Regierung vielleicht die Verbreitung von Verschwörungstheorien verbieten wird. Das sei Kritik an der Regierung. Er bezieht sich auf ein Zitat, in dem es heißt, dass die Theorie zur Erderwärmung auf betrügerischen Absichten basiere. Er bezieht sich weiter auf ein Zitat, dass ein wenig Sonnenlicht für jeden menschlichen Körper gut sei. Auch dies ist eine Verschwörungstheorie, die mit einem Bann belegt werden sollte. Studien zeigen übrigens, dass Sonnenlicht tatsächlich jedermann gut tut. Er sagt außerdem, dass die Regierung vielleicht eine neue Steuer erheben wird von Personen, die derartige Theorien verbreiten. Leute, wacht auf! Das ist es, was Sie hier sagen. Das passiert tatsächlich. In einem Bericht heißt es, die Polizei will Eingang durch die Hintertür zu privaten Daten der Webnutzer. Das berichtet CNET News über die Internetsicherheit. Das geschieht alles hinter den Kulissen. Wir werden in diesem Moment zensiert von diesen Leuten. Verstehen Sie wirklich, dass das passiert? Italien, England, Kanada, die USA, Australien und Neuseeland führen das momentan alles stufenweise ein. Heute sind es die ISPs, aber die ISPs arbeiten gerade in Partnerschaft mit der Regierung daran, hier heißt es in öffentlich-privater Partnerschaft, bestimmte Sektionen des Webs zu kontrollieren. Die Polizei soll in die Lage versetzt werden, alles zu tun, was sie will, indem sie riesige Squads rekrutiert, die in Gebäuden und Einrichtungen des Heimatschutzministeriums Dienst verrichten sollen. Dazu gehören die Redaktion auf Desinformation im Netz und Verbreitung von Lügen über die Regierung. Hören Sie auf, im Status der Verleugnung zu leben. Das alles passiert. Was machen wir also dagegen? Sie rufen im Senat an, Sie erklären Ihrem Senatsvertreter Ihres Staates, dass er diesen drakonischen Gesetzentwurf nicht unterstützen soll. Denn die im Senat befindliche Version wird sogar noch schlimmer aussehen. Legen Sie das Gesetz zur Netzsicherheit ad acta. Verstehen Sie, dass unsere eigene Regierung eine False Flag nach der anderen ausführt. Sie machen anhaltend darauf aufmerksam, wie gefährlich das Internet ist, weil sie nicht erlauben kann, dass auf diese Weise weiter operiert wird, da sie ihre eigenen betrügerischen Machenschaften enthüllt. Die haben am Ende die Intention, eine Cyberattacke selbst zu initiieren, gleich des Vorfalls in der Bucht von Tonkin, um diese einsetzende Kontrolle zu rechtfertigen. Unterstützen Sie das freie Internet, solange wir es noch haben. Schätzen Sie Seiten wie WikiLeaks, Infowars.com oder die Electronic Frontiers Foundation und welche Informationen diese Seiten anbieten. Unterstützen Sie Seiten wie Cryptown. All diese Seiten befinden sich unter Beschuss. Viele von ihnen werden beobachtet durch das FBI.
Sie wollen nämlich nicht, dass die Leute sich gegen das erheben, was sie da machen. Und sie testen die Grenzen der Leute im Moment und das, was ihnen die Leute durchgehen lassen. Sie lassen Testballons aufsteigen. Jetzt ist der Zeitpunkt, sie wissen zu lassen, dass wir nicht dazu bereit sind, weitere unterdrückende Gesetze zu akzeptieren, die in China bereits gang und gäbe sind und nun hier in den USA wie auch in Europa umgesetzt werden sollen. Dies wird nämlich zur Folge haben, dass dieses System noch stärker sein wird als das, welches China bis heute gehabt hat. Und diese Nachrichten gibt es sogar im Mainstream. Es passiert, meine Damen und Herren. Wenn Sie denken, dass Sie von Ihrer Regierung momentan übergangen werden, dann sage ich Ihnen, dass das erst der Anfang ist. Die haben noch nicht einmal richtig begonnen. Wir müssen uns weiterhin für ein freies Internet einsetzen. Wir müssen uns ebenfalls darüber Gedanken machen, dass wir in andere Medienfelder expandieren, wie dem Druck von Zeitungen, der Produktion und DVDs und so weiter, um uns über diese Pläne hinwegzusetzen. Am Ende des Tages führen wir einen klassischen Kampf gegen diese Methoden. Bitte vertreiben Sie also dieses Video und unsere Artikel oder machen Sie Ihre eigenen Videos, die die Attacken analysieren, die auf das freie Internet einprasseln. Wenn wir nämlich nicht zusammenstehen, sind wir alle allein dort draußen. Gott schütze Sie.